Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Volker Dunker, Macher der Bewegung 21. Wir sind heute bei Dr. Dirk Wiechert in der neuen Praxis in der Parkallee. Und diese Praxis für Allgemeinmedizin hat sich spezialisiert auf individuelle Diagnostik und Therapie. Wir kennen uns ja schon eine etwas längere Zeit und ich freue mich besonders, dass gerade diese individuelle Begleitung der Patienten jetzt in den neuen Räumlichkeiten hier in der Parkallee 301 möglich ist. Und ja, magst du ein bisschen was zu dir und deiner Praxis sagen? Ja, vielen Dank, dass du zu mir gekommen bist und auch sagst, hey, ich möchte mit dir das Interview machen, um den Leuten mal zu zeigen, was ist eigentlich individuelle Gesundheit, was muss ich dafür tun, damit es mir gut geht. Und ja, das ist sozusagen mein Steckenpferd, mit dem ich mich ja nun schon seit vielen, vielen Jahren beschäftige und jeden Tag ein bisschen mehr dazulerne. Trotzdem weiß, dass es noch ganz viele Sachen gibt, die ich alle nicht weiß. Aber es geht einfach darum, ja, herauszufinden, was ist für alle gut, das wissen wir meistens schon, aber was ist individuell gut und da kann das, was für viele gut ist, für den Einzelnen völlig paradox das Gegenteil sein. Und das gilt es herauszufinden und an solchen kriminalistischen Fragestellungen habe ich echt Spaß. Ja, wunderbar. Ja, ich finde das auch besonders schön für unsere Community, wo wir uns ja mit Klarheit beschäftigen, wo wir mehr Gesundheit wollen. Und da ist es auch immer wichtig, einen Fachmann an seiner Seite zu haben, gerade wenn man seine Selbstheilungskraft neu entdeckt und sich überlegt, wo sind Ansatzpunkte, ist diese Begleitung durch einen Arzt immer sehr sinnvoll und wird auch immer geraten. Diese individuelle Begleitung ist ja gerade für Menschen, die sehr viel unternehmen, und wir deklarieren unsere Unternehmer ja nicht nur von den Menschen, die eine Firma haben und etwas unternehmen, sondern auch die Menschen, die sich auf den Weg machen, sich neu zu finden in der Gesundheit. Da interessiert uns natürlich sehr, was in deiner Praxis bei solch Menschen, die sehr stark strapaziert sind, was die Zeit betrifft, welche Erkrankungen da so am häufigsten vorkommen. Ja, also Unternehmen, wie du schon richtig sagst, ist natürlich etwas zu unternehmen, uns mit Herz und Seele eigentlich dabei zu sein, auch für etwas zu brennen. Und das kann ein Sportler sein, ein echter Amateur oder Leistungssportler. Und das kann auch ein Unternehmer sein, der sein Einzelunternehmen unter Umständen führt und sozusagen wirklich vorausgeht und wirklich selbst und ständig zugange ist und sich dabei um alles kümmert, nur nicht um sich. Und im Gegensatz zum Sportler ist es ja so, der hat also seinen Trainer, der hat seinen Ernährungscoach, der hat seinen Mentaltrainer, der hat seinen Physiotherapeuten, der hat seinen Arzt an der Hand. Und was hat der Unternehmer? Nix. Und das ist natürlich so ein Ding, wo also wirklich Erkrankungen auftreten, die zunächst einfach sagen, ja, mir tut der Bauch weh, mein Rücken ist verspannt, meine Nackenmuskulatur geht gar nicht, ich habe Kopfschmerzen, ständig brennt das oder stößt auf, ich habe Verdauungsprobleme, es ist verstopft oder ich habe Durchfall oder ich muss x-mal am Tag auf die Toilette, ich habe mit Blähung zu kämpfen, ich vertrage die Sachen alle nicht mehr, ich kann nicht richtig durchschlafen, ich möchte morgens einmal so wach sein wie am Abend, wenn ich eigentlich zu Bett gehen soll. Oder im umgekehrten Schluss, ich möchte wenigstens einmal abends so müde sein wie morgens, wenn ich aufstehen soll. Ja. Und man liegt 6 bis 8 Stunden im Bett und ist trotzdem nicht ausgeruht. Und das ist oft auch schon eine Form von Prä-Burnout. Und dieses Spektrum, das ist das, was im Wesentlichen mit diesem ständigen sich beschäftigen mit anderen, nur nicht mit sich selbst im Vordergrund steht. Beim Sportler sind es dann oft Gelenke, die dazukommen. Ja, besonders spannend ist ja, wenn man dann diese viel beschäftigten Menschen bei sich hat und die sich dann dir erklären, wo da die Ansatzpunkte in deren Tun im Alltag sind. Was sind da so die häufigsten Begegnungen, die du da in der Praxis hast mit den Menschen? Ja, zunächst ist es so, dass wir natürlich eine sehr ausführliche Anamnese machen, weil jeder Jack ist ja anders und man muss schon rausfinden, wo hat der Einzelne seine Schwachstellen oder auch Schwerpunkte, die ja zu einer Schwachstelle werden können, wenn man sie überbetont. Und dann sehen wir eben, wo wir ansetzen müssen. Dazu gehört ein Verzehrprotokoll, was wir nach den Richtlinien der DGE auswerten, was wir mit Laborwerten abgleichen, um zu gucken, ob das, was die DGE für sinnvoll erachtet, dann tatsächlich auch ausreichend ist. Wir stellen fest, intuitiv machen die Leute sehr vieles
trotz allem richtig und haben mitunter, gerade bei Vitamin B3 fällt uns das sehr häufig auf, dass sie 200, 300, 400% dessen essen, was die DGE empfiehlt und sind also dann quasi dennoch im untersten Normbereich oder auch im Mangel. Und das führt dazu, dass sie zwar alles richtig machen, nur irgendwann ist auch kalorisch mal Schluss mit noch mehr Essen. Also der sogenannte versteckte Hunger, dieser Hidden Hunger, wie man im Englischen ja gerne nennt, ist etwas, was uns oft antreibt auf der Suche nach dem, was uns fehlt. Und andererseits sehen wir aber auch Menschen, die können die doppelte Menge an Kalorien dessen essen, was die DGE laut Aktivitätsprotokoll vorgibt und sind gärtenschlank, kriegen nichts auf die Rippen und andere essen um die 800 Kilokalorien, können damit niemals ihre Mikronährstoffe abdecken und haben aber dennoch Übergewicht und kriegen damit chronische Entzündungsprozesse. Da gibt es jetzt eine Studie der Uni Leipzig, die haben zum Beispiel herausgefunden, da haben sie Fettproben genommen unter sterilen Kautelen im OP und haben gesehen, je mehr Bakterien im Fettgewebe sind, umso mehr chronische Entzündung haben diese Patienten auch und es hängt immer mit einem Durchlässigkeitssyndrom des Darms zusammen. Das heißt also, die Wurzel der Pflanze Mensch ist also in diesem Fall auch natürlich ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, um herauszufinden, wo müssen wir eigentlich vom Essen her, von der Faserstoffmenge her, von bestimmten Kofaktoren, oft ist Zink, Glutamin so ein Thema, was da wichtig ist, essentielle Fettsäuren, angreifen, damit unsere Mitarbeiter, nämlich die natürliche Darmflora, auch wirklich für uns arbeitet und nicht in irgendeiner süßen, fettigen Suppe sagt, boah, ich will hier nicht. Ja. Ja, und dann ist es natürlich besonders spannend, was sind denn da Möglichkeiten, um das Rezept des Lebens, des gesunden Lebens aus deiner Sicht dann mit diesen Herausforderungen zu begleiten? Ja, da gibt es natürlich unterschiedliche Ansatzpunkte. Also man kann mit einzelnen Lebenstipps, Ratschlägen aus der Situation herauskommen und sagen, mach dies und jenes anders, mehr Faserstoffe, mehr Gemüse, wenn es um Unverträglichkeiten von Antifraßstoffen geht, dass man sagt, okay, Lektine ist nicht dein Thema, ist nicht Vollkorn, ist nicht Rohkost, mach lieber gedünstete Sachen. Ne? Oder man hat eben das Thema der beruflichen Belastung, die Herzratenvarianzanalyse zeigt, du hast überhaupt kaum Bewegung drin, da geht gar nichts, da kann nichts gesund werden, dass man wirklich in den Bauch atmet, dass man die Atemübungen macht, dass man sich fragt, was ist emotional eigentlich bei mir los, was führt dazu, was ich im Kopf schon längst klar habe, was ich alles nicht tun und machen soll, aber warum tue ich es? Warum drückt einer auf irgendeinen Knopf und schon geht bei mir ein Stressprogramm ab, aus dem ich nicht rauskomme, wo man manchmal auch Hilfe von außen braucht, um das mal zu erarbeiten oder auch emotional neu zu besetzen, wo man jemanden von außen braucht, das bin dann nicht ich, aber ich kann dann Tipps geben, wo das geht. Und natürlich geht es um die Mikronährstoffgeschichte, die natürlich bedient werden muss nach dem individuellen Bedarf. Nicht überall in der Schule will man ja auch nicht zwischen ausreichend und mangelhaft, selbst und ständig heißt ja optimierungsbedürftig unterwegs zu sein. Und das, was man im Grunde genommen an diese Leistung, die man nach außen liefert, an Anspruch stellt, die muss man auch an sich stellen. Andere sagen, liebe den Nächsten wie dich selbst. Und das geht eben nicht ohne sich kümmern, auch um sich selbst. Und das ist sicherlich ein wichtiger Prozess, der zum einen in der Struktur des Tages, in der Work-Life-Balance, als auch letztendlich in der Versorgung mit Mikronährstoffen steht, damit die Mitochondrien, die Kraftwerke unserer Zellen, und das ist wirklich auch eines meiner Steckenpferde, wo ich wirklich ganz tief in die Zelle eintauche, um dann mit einem Therapiekonzept wieder rauszukommen und da wirklich in die Welt zu sagen, worum es geht, weil ohne Mitochondrien geht gar nichts. Ja. Ja, vielen Dank einmal für die allgemeinen Tipps. Jetzt interessiert uns natürlich auch gerade bei Sportlern, da gibt es doch bestimmt auch so Besonderheiten. Ja, der Sportler ist ja jemand, der sozusagen, wenn er aufs Siegertreppchen möchte, in der Regel über seine physiologischen Grenzen geht, durch Mental Coach oder jetzt das geht noch. Danach ist natürlich eine lange Erholungsphase eigentlich notwendig. Auch Gelenke leiden extrem darunter. Gerade im Marathonbereich ist es so, dass man Sickerblutungen im Darm hat und darüber einen Eisenmangel entwickelt, dass man sogar wenn man wirklich nicht aus dem normalen Ausdauersport, sondern wirklich in den Leistungssport rübergeht, dass man auch entzündungsbedingt Hepzidin bildet und also kann man noch so viel Fleisch essen, man kann das
Eisen überhaupt nicht aufnehmen. Und Eisen ist die Grundlage jeder Zelle. Ist wirklich die Grundlage jeden Sauerstofftransports, auch für die Mitochondrien, um den Elektronentransport in der Elektronentransportkette zu haben, damit wir aus dem, was wir essen, wo die Elektronen hier eingespeist sind und die wir mit unseren Stoffwechselprozessen freisetzen, um sie auf unser ATP zu bringen und dann nutzen zu können. Und das reicht gerade für 5 Sekunden. Um das hinzukriegen, und das braucht ein Sportler, weil die Energie kann er nicht speichern, die muss er dann abrufen, wenn er sie haben will. Und es muss genau in dem Moment gehen. Und das hängt natürlich nicht nur von Eisen ab, aber das sind andere. Oder der Sportler mit seinen Gelenken, nicht? Gelenke, die heiß laufen oder die beim Spitzensportler mit Start-Stopp-Bewegung immer wieder hohen Spitzenbelastungen ausgesetzt werden, brauchen für einen Regenerationszyklus 3 Monate. Ja. Und wenn ich die abwarte, ist die Saison vorbei. Also muss ich irgendetwas machen, damit es irgendwie besser wird, und Cortison wird oft genommen, macht aber den Knorpel kaputt und die Reißfestigkeit der Bänder reduzieren sich, und im Grunde genommen fördere ich auch kleine Einbrüche, Mikrofrakturierung in den Knochenbällchen, also alles, was ein Sportler gar nicht will, außer dass er jetzt mal gerade nach einer Woche wieder durchstarten kann. Es ist also viel sinnvoller, Dinge zu machen, die in der körpereigenen Sprache funktionieren. Ich arbeite gerne mit dem autologen zytokinreichen Serum, da kann es keine Nebenwirkung geben, weil es ist körpereigen. Ich habe mal mein eigenes Serum nach der Bebrütung messen lassen und wir haben tatsächlich eine Verfünfzehnfachung der Wirkstoffe darin bekommen. Wenn man das also wirklich setzt mit so Nadeln, die sind so dünn wie Akupunkturnadeln in Gelenke, kann man ganz andere Ansatzpunkte finden, die also auch was mit Gesundhaltung und beschleunigter Regeneration zu tun haben. Und das ist im Leistungssport ja, also ist nicht nur begrenzt üblich, weil es wird von vielen noch gar nicht gemacht. Da kommt ja eher sowas wie Hyaluron oder wie Platelet Bridge Plasma und so ein Kram zum Einsatz, was aber deutlich hinter diesen Wirkstoffmengen zurückbleibt. Und man schwitzt natürlich auch sehr viel aus, was Zink anbelangt. Also über 300 verschiedene Stoffwechselprozesse sind an Zink gebunden. Aber wenn ich Zink habe, das hängt mit Eisen zusammen, das hängt mit Kupfer zusammen. Ich habe ganz häufig für die Sexualhormone, für die Steroidhormone, für die Antientzündlichkeit, brauche ich auch Bohr. Ich brauche Molybden, ich brauche Mangan, ich brauche Chrom. Das sind alles Dinge, die werden normalerweise überhaupt nicht angeschaut. Wenn ich mit gesunden, essentiellen Fettsäuren arbeite, die haben Doppelbindung. Die brechen auf, wenn ich die damit brate oder wenn ich die erhitze oder wenn ich viel oxidativen Stress erzeuge und keine Antioxidantien dazu habe. Das heißt, ich kann durch das Einnehmen dieser gesunden Substanzen, wenn ich den zweiten Part nicht mit abdecke, mehr Schaden auslösen, als wenn ich nichts machen würde. Und deswegen muss ich Vitamin C und D und A und K und vielleicht Alpha-Liponsäure, wenn ich nicht mit toxischen Metallen belastet bin, mit zum Einsatz bringen oder andere Pflanzenstoffe. Ich kann ja den Grüntee, ich habe Quercetin, ich habe Resveratrol, ich habe Kurkumin, ich habe. Die Frage ist nur, passt es für den Einzelnen oder nicht? Das heißt, wenn man wirklich nach vorne will, dann muss man eben auch so ein bisschen, wie man ja bei seinem Auto sonst so auch Geld investiert, gucken, ist das Produkt, was ich jetzt auswähle, auch in dieser Charge für mich das Beste? Dann kann ich wirklich diese Zehntelsekunden rausholen und wirklich mich verbessern. Und das wirkt sich auch auf die mentale Geschichte aus. Wenn ich viel immunologischen Stress habe, wenn ich meine IDO-Aktivität erhöhe und aus Tryptophan, woraus ja eigentlich Serotonin werden soll, woraus ja auch Melatonin zum Schlafen oder auch als Antioxidant werden soll. Wenn das nicht funktioniert und stattdessen Quinolinsäure entsteht, mir die Blut-Hirn-Schranke öffnet, mir die Mitochondrien kaputt macht, dann kann ich mich auch nicht konzentrieren auf den Moment, auf den es ankommt. Egal, ob jetzt im Beruf oder beim Schießen oder beim Sport oder beim Basketball oder beim Fußball, wo auch beim Tennis, wo auch immer. Ich brauche diese innere Ruhe und dazu gehört einfach auch, dass ich meinen Körper vernünftig versorge. Ja, vielen Dank, so dieser allgemeine Ansatz. Wenn wir jetzt mal einfach in die Natur gucken, wenn wir schauen, wo müssen wir uns mit Umweltgiften, Umweltbelastungen, Elektrosmog auseinandersetzen, hast du da noch ein Rezept für unsere Zuschauer? Naja, manchen Dingen kann man nicht weglaufen. Wenn man an einer vielfahrenden Straße ist, dann hat man halt Bremsstaub und Reifenabrieb. Wenn man auf dem Land wohnt, dann hat man halt die Pflanzenschutzmittel. Aber es gibt so ein paar Sachen, die kann man schon beeinflussen. Also was baue ich in meine Wohnung hinein? Was habe ich dort an Wohnraumgiften? Was habe ich dort an Freisetzung aus dem Teppich, aus den formaldehydhaltigen MDF und Pressholzplatten zum Beispiel? Und ich kann natürlich auch gucken, was esse ich. Also der Fisch gilt ja als gesund.
Aber gerade der Plattfisch ist natürlich besonders belastet mit toxischen Metallen und auch die Raubfische, die am Ende der Atmungskette stehen, sind besonders davon betroffen. Und wenn wir uns die Tattoos angucken, wo ich also mir sozusagen mutwillig auch noch Farben und toxische Metalle unter die Haut setze, die ich sonst nur von beschädigten mallorquinischen Geschirr vielleicht kenne, nicht? Wo ich mich frage, wo kommen denn die Schwermetalle her, die ich im Körper habe? Ja, weil einfach die Lasur schon beschädigt ist, aber das immer wieder gerne esse und immer in der Spülmaschine öffne oder so, nicht? Als eine Möglichkeit. Und das ist natürlich auch wichtig für meine schulische Entwicklung oder es ist wichtig für die Schwangerschaft, für die potenzielle Schwangerschaft. Also übertrage ich meine Gifte über die Gebärmutter auf das Kind oder wie versorge ich das Kind während der Schwangerschaft, während der Stillphase, habe ich genügend Eisen, habe ich genügend Mikronährstoffe, habe ich eine gute Darmflora dabei. In der schulischen Phase unterscheidet eine vernünftige Versorgung oder ein zu viel mit Giften auch vielleicht darüber, wann ich mich konzentrieren kann, ob ich Hauptschule oder heute heißt es ja Oberschule oder mittlere Reife oder gymnasialen Abschluss erreiche, um dann den nächsten Bildungsschritt gehen zu können? Oder bin ich in irgendeiner Form anpassungsgestört oder kann ich mich wirklich kommunikativ gut auseinandersetzen? Das sind so die wichtigen Punkte, wo es darum geht, also auch das Thema Zähne. Heute werden ja Kinder nicht mehr mit Amalgam versorgt, aber viele, die ja heute noch Mütter werden, haben sehr wohl diese Dinge auch in sich, können es auch weitertragen oder sagen, ich möchte da vorher das sanieren lassen. Dann ist es ja auch ganz wichtig, dass ich bei der Sanierung nicht plötzlich die Gifte sonst im Körper habe. Ich kann nur darauf verweisen, ich habe Kofferdamm-sanierte Patienten parallel cheliert und auch im Urin und im Stuhl gemessen, was kommt da raus. Es ist also nicht ohne, was da kommt und ich möchte also nicht wissen, was passiert, wenn man sowas nicht macht und sich dann in scheinbarer Sicherheit wähnt. Und gerade die ja schon schwach sind und aufgrund dessen solche Sanierungen vornehmen, sind unter Umständen am Ende schlechter dran, als wenn sie nichts gemacht hätten, wenn man das nicht vernünftig begleitet und vorbereitet. Ja, wie kommt man sonst noch an die Dinge? Es ist der Beruf, Feinstaub aus dem Toner, aus dem Lasertoner zum Beispiel, Drucker. Es ist der Beruf, je nachdem ich schweiße, ich schleife, ich arbeite mit viel Stäuben und so weiter. Also das, was unter dem Arbeitsschutz steht und als uncool gilt, muss natürlich auch irgendwo beachtet werden. Auch die Ehefrauen, die vielleicht nicht am Arbeitsplatz sind, aber die Wäsche waschen und mit diesen Stäuben auch alle in Berührung kommen, sind durchaus gefährdet und nehmen die Dinge auf. Und das sind Sachen, die kann man erfassen. Und da sollte man nicht die Augen zumachen und sagen, man kann nichts tun, sondern da haben wir wirklich auch eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Ja, das war ja ein Feuerwerk an Informationen, aber auch ein Mutmacher bis in die letzte Zelle, wirklich das Beste für sich selber herauszuholen. Vielen, vielen Dank, Dirk, für das, was du der Community zur Verfügung gestellt hast. Und das soll euch auch Mut machen. Betrachtet es wie euer Team. Euer Arzt ist euer Team, um Wünsche und Träume, die du in deiner Gesundheit hast, jetzt zu leben und nicht erst morgen. Vielen Dank, Bewegung 21. Und es heißt, da geht noch was und es sind nicht die 5 Werte, die man unter großem Blutbild und sonst was versteht. Super, Dankeschön.